zusammen. Hallo miteinander, zum Wohl. Cheers zusammen, schönen Abend. Salut zusammen, cheers. Herzlich willkommen zum Elements of Rock 2021 Livestream. Tja, das Elements of Rock 2021 haben wir uns alle anders vorgestellt. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Nachdem wir unseren Plan B mit Live-Konzerten aus dem Stadthofsaal begraben mussten, sind wir nun beim Plan C angekommen mit Konzertausschnitten, einem abwechslungsreichen Programm mit Interviews, Gewinnspiel, Grußworten und einem sehr bekannten Elements of Rock Promi. Während dem Stream habt ihr die Möglichkeit mitzuchatten und beim Gewinnspiel mitzumachen. Registriert euch bei Twitch, loggt euch ein und sagt mal Hallo. Und stellt eure Fragen, die wir später live beantworten. Genug von meiner Seite. Unser OK-Präsident Mike stellt sich vor. Cheers. Hallo zusammen, ich bin Mike Hauser. Ich werde in ein paar Tagen 42 Jahre alt und wohne im Kanton Aargau. Ich habe einmal eine Lehre gemacht als Forstwart. Mittlerweile arbeite ich seit vielen Jahren in einer sozialen Stiftung als Gruppenleiter, Arbeitsagoge. Wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, bin ich ein kleiner Sammler, ein Musikfreak. Selbstverständlich natürlich im Metal-Bereich. Vor allem Hardrock, Heavy Metal, das sind so meine Genres, die ich wirklich gerne höre, aber ich bin auch offen für anderes. Ich bin nicht nur ein Sammler, ich bin grundsätzlich ein Musikfreak. Ich gehe sehr gerne an Festivals, Konzerte. Ich kann stundenlang Interviews, News über die Szene lesen. Ich liebe es zu fachsimpeln, mit Gleichgesinnten abzuhängen, ein Bier zu trinken. Das ist meine Welt. Ich habe mich engagiert auch in der Szene, habe vieles gemacht. Ich war zum Beispiel dabei, als in Uster die Rock City, ein Rockclub, eröffnet wurde. Ich habe da gearbeitet, vorgängig im Bau, aber dann auch mitbetrieben, an der Kasse Verschiedenes gemacht. Zudem habe ich ein paar Jahre als Musikjournalist geschrieben für das Schweizer Magazin Metal World. Habe ich ein paar Jahre mitgemacht, Interviews geführt mit verschiedenen Musikern, Reviews geschrieben und so weiter. Genau, einige von euch mögen sich vielleicht auch erinnern an die Nordpark-Konzerte in Aarau. Da war ich sehr aktiv. Das war auch parallel mit dem Beginn vom EOR. Haben wir da lokale kleine Konzerte organisiert. Ja, das war auch ein Highlight jeweils. Auch DJ bin ich im Moment wieder in der Metal Church. Habe vorher auch in Clubs Musik aufgelegt, an privaten Partys. Genau, das habe ich auch gemacht. Ja, wenn ich mal nicht gerade etwas mit Musik mache, ich reise gerne in der Weltgeschichte herum, bin auch mal gerne in der Natur. Das so noch andere Hobbys. Genau. Dann so meine Favorite Bands, Alben, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich kann vielleicht 3 Alben aufzählen, die mir sehr gut gefallen haben aus dem Jahr 2020. Das eine Album heißt auch 2020 oder 2020, ist von der Band Vandenberg. Sehr geiles Hardrock-Album, müsst ihr euch unbedingt anhören. Oder zum Beispiel auch Witch Hazel, ihr drittes Album Pentecost hat mir gut gefallen. Natürlich auch die neue von Stryper, Even the Devil Believes, da finde ich ein absolut hammeres Album. Top, ja. Ich könnte jetzt hunderte von Bands auch aufzählen, die ich wirklich gerne mag und höre. Ich
bin zum Beispiel auch ein großer Savatage-Fan. Oder eine geile Hardrock-Band aus Nordirland, die mir sehr gut gefällt in den letzten Jahren, ist Maverick. Ja, da gibt es endlos. Genau. Ja, wie bin ich zum EOR gekommen? Ich bin im EOR-Team dabei seit dem Herbst 2003. Damals gab es den Bluewind Metal Chat. Da habe ich immer gechattet. Das war auch so ein erster Berührungspunkt mit der Szene. Ja, und da ist ein Typ drin gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, war das der Sacrum. Und der war gleichzeitig auch noch in einem Forum. Und in einem Forum, nicht das Unplugged-Forum, das war sonst ein Forum, da hat jemand Leute gesucht, die so etwas auf die Beine stellen wollen. Und da habe ich mich gemeldet. Und ja, so bin ich eigentlich dann von Anfang an im Team dabei gewesen. Meine Aufgaben dort waren von Anfang an eigentlich die Betreuung von Helfern und Locations, die Räumlichkeiten, wo ich verantwortlich war dafür. Genau. Seit 2013, als ein paar OK-Mitglieder zurückgetreten sind, die von Anfang an dabei waren, bin ich zum Präsident oder zum Chef aufgestiegen, habe zusätzlich auch noch Pressearbeit gemacht, also verantwortlich für die Presseleute und Newsmeldungen, Newsletters geschrieben. Das sind so meine Aufgaben beim EOR. Dann sollte ich noch was sagen zu den Highlights. Für mich Highlights am Festival am EOR von Anfang an war, als ich eigentlich die Musiker persönlich kennenlernte. Ja, gerade Bands, die ich als Teenie schon gehört habe, das war natürlich besonders speziell. Zudem auch das Business auch mal von einer anderen Seite zu sehen, ein Konzert nicht nur als Fan besuchen, sondern eigentlich dahinter zu sehen, was da alles dazugehört, wie das läuft und abgeht, finde ich sehr spannend. Dann natürlich die Konzerte, ich finde es immer geil, super Bands zu haben, die Stimmung, die Leute, sicher auch wenn es für die Fans, für die Besucher ein Highlight des Jahres ist, das bedeutet mir sehr viel, das ist natürlich ein super Highlight. Ja, und natürlich der Hochzeitsantrag, den ich meiner Frau gemacht habe und die auch Ja gesagt hat. Das sind so meine Festival-Highlights, die herausstechen, gibt sicher unzählige mehr. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit noch beim Stream, genießt es, ciao ciao, cheers, stay metal. Hier ist die ganze lässige, coole Liebe und ich liebe sie mega fest. Liebe dich. Und darum habe ich gedacht, ja, wir könnten sie mal fragen, ob sie mich heiraten. So, nachdem ihr mich noch kennengelernt habt, darf ich euch jetzt vorstellen, wie das Elements of Rock Festival überhaupt entstanden ist. Ich bin ein Typ, ich habe mir das zum Motto gemacht, wenn die Bands nicht zu mir kommen, bin ich halt zu den Bands gegangen, damit ich sie live sehen kann. Und so habe ich im Jahr 2000 erfahren, dass da in Schweden ein Festival stattfindet. Ich habe gedacht, wow, da muss ich hin. Das war das Popfest. Leider war ich im Jahr 2000 im Militär. Und somit musste der Traum vom ersten Festival in Schweden noch ein Jahr warten. Aber 2001 bin ich also da hingepilgert. Ich war inspiriert von dem, was ich dort gesehen habe und wie sie das gemacht haben. Und ich habe dort auch Pastor Bob Beeman getroffen und ich habe geschwärmt über das Festival, über das Popfest. Und er meinte dann so zu mir, ja, man könnte ja das auch in der Schweiz machen. Oder das Festival in die Schweiz verschieben oder irgend sowas. Und ich habe gedacht, ja genau, super, nie und nimmer. No chance. Aber ja, irgendwann gab es dann das EOR trotzdem. Und wie ich zum EOR gekommen bin, habt ihr ja vorher im Video gesehen. Wie ich dazu kam, mit Markus in Kontakt und so weiter. Ich kann auch Markus übrigens, genau, der ist parallel dazu dann zu Bob und Jim in Kontakt getreten. Und so ist das eigentlich entstanden.
Und in der Anfangsphase haben wir überlegt, ja, ein Name, wir haben einen Namen gesucht. Wie nennt man ein Festival, das zu uns passt? Und irgendwann sind wir auf den Namen Elements of Rock gekommen. Elements, die verschiedenen Elemente im Metal, die verschiedenen Musikstile im Metal. Rock, der Fels, was natürlich auch unsere christliche Hintergrund eigentlich widerspiegelt so. Sponsoring-technisch haben wir überlegt, ja, wir nehmen vielleicht Elements of Rock und nicht unbedingt Elements of Metal. Wir haben gedacht, mit dem Namen Rock können wir vielleicht breiter ein Publikum ansprechen und einfacher vielleicht Partner und Sponsoren finden für das, was wir machen. Genau. Ja, und der Rest ist sozusagen Geschichte. All die 16 Jahre, die wir jetzt gemacht haben, das Elements of Rock Festival. Danke, Mike, für diesen Einblick, wie jetzt das Elements of Rock entstanden ist. Und jetzt wollen wir doch gleich mal hineinschauen in dieses Buch, Jubiläumsausgabe, die ersten 10 Jahre des Elements of Rock. Schön, diese alten Bilder mal zu sehen. Ist ja schon ein paar Jahre her. Kommen dir da irgendwelche Erinnerungen auf? Ja, ich sehe da auf dem Bild, das sind die Heavenly Soldiers. Die haben am ersten Elements of Rock gespielt. Da sieht man einen ganz jungen Sammy, der hat da gesungen, stimmt. Und da gab es auch noch mehrere Leute, die da involviert waren. Nate hat da Bass gespielt. Der ist übrigens immer noch einer unserer zuverlässigsten Fahrer, Bandchauffeur. So wichtig. Ja, und Simme war an der Gitarre. Der hat da noch gespielt, aber später ging der auch zu Elevati. Stimmt. Elevati hat ja auch im ersten Jahr gespielt. Genau. Ja, das war noch lustig. So bei dem Audiocheck in der Halle mehr oder weniger ein Privatkonzert von Elu zu haben. Ein bisschen mit der Band, während dem Üben noch schnell ein Met zu trinken. Dann plötzlich wurde mir dann die ganze Drehleier erklärt, auseinandergebaut. Was passiert jetzt da, wenn man da auf der Seite dreht? Ja, das waren noch interessante Zeiten. Ja, und für mich ein Highlight war sicher Benny Domine, der erste Hairliner am Elements of Rock aus Schweden. Und ich weiß noch, wie der Gitarrist von denen jemandem im Publikum die Gitarre runtergestreckt hat und die Person im Publikum dann da mitgespielt hat während der Band live. Ja, das sind so die Dinge aus der Anfangszeit, die vergisst man nicht. Ja, wenn man da noch weiterblättert, sehen wir hier eine kleine Statistik. Links all die Bands, die in den ersten 10 Jahren gespielt haben. Das sind ja ziemlich viele Bands. Die wenigsten haben mehrmals gespielt. Wie man dann rechts unten da klein sieht, sind ganz viele Länder schon drauf. Logisch, Deutschland, Schweiz an oberster Stelle, aber dann als dritter Stelle ist schon die USA. Haben wir sehr, sehr viele Bands aus den USA. Oder Australien ist auch da drauf. Malta. Länder, Ja. die man nicht so kennt. Wir haben ja auch nicht nur musikalisch versucht, vielseitiges Programm zu bieten, sondern auch verschiedene Kulturen, verschiedene Länder damit einzubeziehen. Richtig. Und jetzt, wenn man da noch weiterblättert, sehen wir schon die ersten Flyer, die haben sich auch ein bisschen entwickelt. Der erste noch schwarz-weiß, ganz simpel. Dann mit jedem Mal ist da etwas Grafisches passiert, immer professioneller, sogar zweiseitig plötzlich. Wie man sieht, die Armbändchen gab es am Anfang auch noch nicht. Sie sind ja jetzt auch schon Kult geworden unterdessen. Ja, schön. Und diesen Einblick zu erhalten in die ersten 10 Jahren. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was die Band so sagen. Gehen wir doch mal zur ersten Grußbotschaft über. Hey folks, this is Salvo from Hypersonic. I'm here in Italy at Hyper Studio for the recordings of the new Hypersonic album. First of all, I hope everything is fine.
So, as you know, Elements of Rock Festival can take a libation for the pandemic worldwide situation. But there will be a live stream edition this year, so I invite you to take part in this amazing festival and support the bands and all stuff. See you soon on stage, stay safe and stay metal! Take
Vielen Dank, Sky. Möchte mit euch zusammen ein bisschen Spaß haben. Hier ist für euch Empty Faces! Und ich hätte gleich mal eure Hände sehen. Switzerland. Well, my name is Arjen from First Paradox, and here greetings from the Netherlands. Every year we are going to Switzerland to visit Elements of Rock, but not this year. Look at all these CDs. They are all waiting to go to the first festival that is possible this year, and we will see what it will be. Well, to get a bit of a festival feeling, I want to ask you to go to YouTube,
and search for First Paradox Goes Elements of Rock, and you will see a few videos from our journeys to Elements of Rock the last years. And when you will see that, you will experience that how important Elements of Rock is for us and how we enjoy it, because we are not only visit Elements of Rock, but also a family of mine who is living in Switzerland, and we are also every year visiting the mountains, because we have no mountains here in the Netherlands. So I don't know what you did last year. I had a lot of free time, so I picked up an old hobby of me. I make with this pencil a lot of drawings from Dutch landscapes, as you see. No mountains, but typical Dutch landscapes. But I also made some portraits of artists that I saw during Elements of Rock, like Matt Smith, Christian Liljegren and Eric Clayton. But I also made some drawings of artists that I saw during Brainstorm Festival here in the Netherlands. Like Elina from Leaves Eyes and Angel Nation, Nicoletta from Kalidia, and Zora from the Dutch band Blackbriar. Check them. Talking about Brainstorm Festival, we are not going to Switzerland this year, but we hope you are going to the Netherlands in November. It looks like Brainstorm Festival will go on and will take place, so check the website, and it is a great lineup, so it would be great if you will be there. So I hope to meet you in November in the Netherlands. In the meantime, stay metal, love each other, and it is what it is. See you hopefully very soon. Bye bye. Hello, Elements of Rock Festival. This is Marcus and Paul from Nordic Mission here in Norway. We have been to Elements of Rock Festival every year since the very beginning. And we are sad, of course, not to be able to be here this year, but in a way we are. With this live and direct little recording from this hospital, which I work at. And Paul just came driving by. Not a patient here? No, not yet. Not yet, no. Yeah, driving by, and we are so happy that you're doing a live stream this year. So good luck with that, and we hope that we will see you again in person very soon. We would normally be selling CDs, T-shirts, and merchandise to you guys. Yeah, peace. Yeah. Today is February 28th when we record this. And what will happen tomorrow, Marcus? Tomorrow we'll be unleashing a beast for pre-order. The Living Sacrifice self-titled re-release on Nordic Mission. 30 years anniversary edition. Yeah. It's quite special. We've been working on this for a long while, and I hope that when you see the final results there, Look at this cool photo. you will appreciate looking at it, experiencing it, and listening to it as much as we just had the joy of compiling it. Yeah. I know that some of you guys, of course, heard it, but if you haven't, this is, it's a great old school thrash metal album. And it's also coming on vinyl, and we have a special limited edition T-shirt coming soon. Everything you will find at nordicmission.net. Tomorrow. Yeah. Or when you see it now. And then another album that we would be pushing like crazy to you would be the Pantocrator, Marching Out of Babylon. And most of you probably heard it already, but we cannot show it here, but check it out on the web shop. That's one of the best things about running a label, is that you get this sense of ownership to things, and you want to push it and you want to share it. So we never got into Christian metal because of the money. So our fire for this is from the heart. And we know that we share the passion with Mike,
Felix and Bridget and everyone else from the Elements of Rock team. And big kudos to you for still going strong. God bless you. Take care. And there will be some footage from our year. Yes, we have some memories. We have some memories we want to share with you. So goodbye, and hope maybe you see yourself on the picture. All right, bye. Hallo, ich bin die Miriam Sutter. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich als Mili. Ich bin beim Elements of Rock verantwortlich für das Backoffice, das heißt das Sekretariat, die Finanzen und auch das Sponsoring. Mein erstes Elements of Rock habe ich im 2006 besucht und dann bereits im 2008 bin ich als Mitarbeiterin im Bereich Finanzen eingestiegen. In 2013 bin ich dann auch im EOR-Team eingestiegen. Einen großen Teil meiner Freizeit investiere ich in den Unblack-Verein. Dort bin ich im Vorstand tätig und auch für das Backoffice verantwortlich. Ansonsten bin ich gerne kreativ in verschiedenster Weise, koche gerne, mache gerne Brett- und Kartenspiele. Ich bin auch sehr viel am Computer vorzufinden, beim Gamen oder Serien schauen. Last but not least natürlich die Musik. Meine Vorliebe liegt im härteren Metal-Bereich, das heißt Viking Folk, Doom, Death, Black, alles auch gerne in die atmosphärische Richtung. Meine Lieblingsband ist Hamford. Mein musikalisches Highlight beim EOR war Horde im 2013. Und ansonsten erinnere ich mich sehr gerne an die früheren Zeiten zurück, als wir zusammen nachmittags, abends bis spät in die Nacht bei der Turnhalle, im Park oder beim Migros bei schlechtem Wetter zusammensaßen und musikalische Unterhaltung von Delirium und Gaukler genießen durften. Hey Ascara, herzlich willkommen zum Elements of Rock 2021 Stream. Hallo, Hallo zusammen. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Schön, dass wir bei dieser Gelegenheit ein Interview miteinander durchführen können. Ein aufregendes 2020 haben wir alle erlebt. Was habt ihr als Band an Änderungen erfahren und was nehmt ihr davon mit? In einem turbulenten Jahr hatten wir die Möglichkeit, ein neues Album aufzunehmen. Durch Krankheit oder Corona-Maßnahmen gab es auch Schwierigkeiten, aber wir konnten in einem der besten Studios der Schweiz aufnehmen. Ja, als Musiker lernst du auch immer Neues dazu, in der Vorbereitung oder auch direkt im Studio. Wir konnten auch spontan noch Ideen entwickeln und umsetzen, direkt mit den Sound Engineers. Das war ein spannender Austausch, eine spannende Entwicklung. Und wir hatten zum ersten Mal eine Gastmusikerin dabei. Ja, und den Mix durften wir auch ganz alleine machen. Und das war taffe Arbeit. Viele Stunden hat uns das gekostet, aber ja, das Resultat klingt jetzt genau so, wie wir es wollten. Und das macht uns sehr glücklich. Das tönt super spannend, da bin ich schon sehr darauf gespannt, wie sich der Sound für mich als Hörer verändert hat. Was sind denn eure Pläne fürs 2021, ein Jahr nach Corona?
Ja, das Material, das wir aufgenommen haben, ist derart gut, dass wir jetzt fürs 2021 mit Labels in Kontakt sind und schauen, dass wir einen Vertriebsdeal bekommen, um dieses Album auch gebührend veröffentlichen zu können. Dann steht natürlich Promoarbeit an, wir müssen noch Videoclips drehen und wollen so dann wirklich ein Gothic Doom Metal Feuerwerk auf den Markt bringen. Damit wir aber euch nicht nur zulabern über ein tolles Album, haben wir gedacht, wir zeigen euch einfach mal, wie das so klingt. Und deswegen kommt jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Song Nocturne of Cold Mystery. Viel Spaß! Für alle Streamerinnen und Streamer gibt es jetzt mit Ascara eine CD-Versteigerung. Ascara, erzählt uns doch, was es zu gewinnen gibt und was man dafür tun muss. Zugunsten des diesjährigen Elements of Rock wollen wir 3 unserer Debütalben versteigern. Also bietet fleißig die nächste halbe Stunde im Chat. Der ganze Erlös kommt dem Elements of Rock zugute. Also es lohnt sich, wenn ihr da den einen oder anderen Franken oder Euro liegen lasst. Ja, gebt euer Gebot im Chat ein. Die 3 CDs gehen an die Meistbietenden und das Geld kommt dem EOR zugute. Ihr werdet dann benachrichtigt. Also, legt los. Ascara, herzlichen Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch weiterhin gutes Proben und hoffentlich bis bald wieder einmal live on stage. Ciao! Rock on, EOR! Vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr am Elements of Rock 2022. Hallo? Hallo? Gut, also der Timer läuft. Wie Ascara gesagt hat, habt ihr 30 Minuten Zeit, um hier im Chat oder hier zu bieten. Die 3 Meistbietenden bekommen dann je ein Exemplar der CD. Wichtig ist noch zu sagen, dass dieses Exemplar eine Widmung für den oder die Ersteigerten oder Ersteigerin erhalten wird. Wir werden die Gewinner danach bekannt geben und sie entsprechend auch persönlich noch informieren. Viel Spaß und wir wünschen euch eine spannende Auktion. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie es Backstage beim Elements of Rock so zu sich geht, was die Bands in ihrer Kajüte oder was auch immer machen, wie sie sich sonst beschäftigen während des ganzen Festivals, wenn sie nicht auf der Bühne stehen. 3 Bands haben dies in den ersten Jahren der EORs aufgezeichnet und wir haben für euch daraus einen kleinen Clip erstellt. Die Aufnahmen sind bereits etwas älter. Das werdet ihr nicht nur an der Qualität der Videos sehen, sondern auch daran, dass sich mittlerweile ein paar Sachen auch geändert haben. Dennoch gibt es einen kleinen, coolen Einblick hinter die Kulissen unseres Festivals. Zurich.
Sveitsi on vallotettu. Vielä enemmänkin. Aivan valtava meininki. We're in Switzerland, and we've just finished doing the Elements of Rock with my favorite band here. We had a great time, didn't we? Yeah. Day one was spent recovering from jet lag, trying to find out where we're supposed to go. Day two was spent checking out the venue, checking out the Alps, which were beautiful. And now rehearsing. Let's move into the rehearsal room. Wow, it's Beyonce. Fallen angels won't leave me alone. Father, come and lay the demons to rest. I got the back.
Thank you. Hello everyone, this is Rick from Pantocrator, Crimson Moonlight and Melek. A couple of days ago I got this message on Messenger from Katja, where she asked me to send a little video greeting, since we all can't be together celebrating and listen to good music, hugging each other and drinking some good beer together, watching music and bang our heads. So she asked me to just send a little greeting to you all. So I have a good beer right beside me. It's Friday. I just got home from work. And I just wanted to take a little moment to say, you know, a couple of years ago I played in a band called Golden Resurrection together with Christian Liljegren and Tommy Rainseed, now in Majestica and Sabaton, for those who know. We released an album called Man with a Mission, and in one of the songs, I think it's called Generation of the Brave, and the lyrics goes, hold on, hold on, hold on, we're the children of tomorrow. And just, you know, that phrase, children of tomorrow, we are the children of tomorrow, and there will be a new tomorrow without this COVID crap, when we can be together, celebrate, laughing, hugging, enjoying life together again in a normal way. So yeah, that phrase were kind of uplifting and encouraging. So remember that there will be a tomorrow. We are the children of tomorrow. God bless you all. Hope to see you at Elements of Rock in a near future, on the stage or together with you all in the audience, drinking some good beer, laughing, worshiping, all of that good stuff. Okay? So take care and God bless. Over and out from Sweden. Die Redaktion hat mir gerade mitgeteilt, dass die Verlosung von Ascara noch genau 10 Minuten dauert. Also bietet doch fleißig mit. Wir werden dann die Gewinner nach dem Interview mit Frank Needs Help auflösen. Ja, dann möchte ich euch von Frank Needs Help begrüßen. Schön, dass ihr den Weg zu uns ins Elements of Rock Studio gefunden habt. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Schön. Und ja, stellt euch doch mal kurz vor, damit die Leute wissen, wer seid ihr, was macht ihr. Mein Name ist Raphael Brunner, ich spiele Schlagzeug bei Frank Needs Help. Mein Name ist Christian Löy, ich spiele nichts, also
Bassgitarre. Wir sind normalerweise 6. Wir proben in Lies, das ist im Berner Seeland. Genau, und uns gibt es jetzt schon sagenhafte 10 Jahre. Wir haben uns im 2011 gegründet, haben wir letztens gerade herausgefunden. Ja, jetzt zu eurem Namen, Frank Needs Help. Warum braucht Frank Hilfe? Diese Frage, die bekommen wir oft gestellt. Ehrlich gesagt haben die Leute manchmal das Gefühl, das hat so einen deepen, gehaltvollen Background. Dem ist aber leider nicht so. Ist eigentlich ziemlich blöd. Also vor 10 Jahren, als wir uns gegründet haben, haben wir so eine Filmnacht gemacht. Wir haben da etliche so Thriller- und Horrorfilme geschaut und dann ist uns aufgefallen, dass Frank bei allen Filmen als erste Person gestorben ist. Also die erste Person, die hieß irgendwie immer Frank, die gestorben ist. Und wir fanden das dann als Witz irgendwie lustig, uns dann so zu nennen, Frank Needs Help. Und ist uns dann aufgefallen, dass es irgendwie noch so im Kopf bleibt und irgendwie noch kreativ ist. Und so haben wir uns einfach Frank Needs Help genannt damals und haben das beibehalten, genau. Okay. Wie habt ihr die Corona- bzw. konzertfreie Zeit erlebt, persönlich oder auch als Band? Also zur Zeit des Lockdowns haben wir uns auch entschieden, die Proben einzustellen. Wir haben dann nicht geprobt. Es war etwas schade, da wir Ende 2019 unser 3. Album veröffentlicht haben und dann einige Konzerte geplant hatten, genau auf den März, April, und die wurden dann alle abgesagt. Dann hatten wir das Glück, gleich nach dem Lockdown ziemlich spontan wieder ein Konzert zu spielen und das war wieder eine tolle Erfahrung. Und dann haben wir normal geprobt, eigentlich uns wieder wöchentlich getroffen. Wir konnten sehr viel neues Material schreiben in dieser Zeit, weil dann eigentlich wieder keine Konzerte anstanden oder es schwierig war, etwas zu organisieren. Und im Oktober, da hatten wir wirklich sehr Glück. Wir haben unsere Plattentaufe Ende Oktober gemacht. Wir mussten die ja schon schieben und dann haben wir auch uns vorgenommen, ja, wir schieben sie dann ziemlich weit nach hinten, dass wir sie ganz sicher durchführen können. Und hatten dann großes Glück, weil im Kanton Bern an diesem Abend um Mitternacht dann alle Clubs schließen mussten und wir so um 8, 9 Uhr am Abend spontan eigentlich noch spielen konnten, bevor dann ja, der zweite große Lockdown losging. Wow. Und wir hatten dann 100 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden zugelassen. Alle mussten Masken tragen. Also wir hatten wirklich die letzten Stunden, bevor alles zuging, noch nutzen können, um da unsere Plattentaufe zu feiern. Also war schon ein unvergessliches Erlebnis irgendwie, da alle maskierten Leute. Aber die haben das genossen, weil es war wirklich die letzte Möglichkeit, da noch einmal Live-Konzerte zu sehen. Seither ist live nicht mehr viel gelaufen. Genau. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Ja, wie denkt ihr denn, wie sieht es in Zukunft aus mit der Musikbranche? Ja, also wir sind eigentlich froh jetzt in dieser Situation, dass wir alle sonst einen Beruf noch haben, wie nicht auf das Geld angewiesen sind. Also wir können eigentlich unserem Hobby, dem Musik machen, neue Songs schreiben, so immer noch nachgehen. Wir vermissen natürlich die Konzerte, aber da haben wir jetzt einen Vorteil, dass wir das nicht beruflich machen. Ich denke, für Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker ist es im Moment ziemlich hart. Schon nur, wir haben uns da im Backstage darüber unterhalten, wegen all diesen Streaming-Plattformen, die natürlich zur Verfügung stehen, ist es heute nicht mehr üblich, eigentlich mit Alben, die man produziert, irgendwie Geld zu machen. Also heute funktioniert oder nimmt man eigentlich Geld ein durch Live-Konzerte. Und deshalb ist es schwierig, denke ich, für alle Musikerinnen und Musiker da draußen. Und deshalb ist es besonders wichtig, finden wir, dass wir dann wirklich uns untereinander wieder unterstützen, sobald es wieder losgehen kann, dass wir eben Alben kaufen, vielleicht obwohl wir gar keinen CD-Player haben, oder dass wir Merch kaufen, bis wir den Schrank voll haben, dass wir uns dann eigentlich einfach wieder wirklich unterstützen, wenn es losgeht. Ich denke, das ist das Einzige, was wir tun können, wirklich voll dahinter stehen. Genau, wenn es dann wieder losgehen kann. Ja,
vielleicht müssen wir auch einfach offen sein, was die Zukunft bringt. Also, dass es da ja, vielleicht noch weitere Wechsel gibt bezüglich der Einnahmequellen für Bands, oder? Also wenn man zu fest auf einem System bestehen bleibt, dann verpasst man dann vielleicht den Zug. Aber ja, wie gesagt, für uns als Freizeitmusiker ja, ist es schön, wenn etwas reinkommt, aber wie gesagt, wir sind nicht darauf angewiesen. Und ein Hobby darf auch etwas kosten. Genau. Ja, die nächste Frage wäre, was entgegnet ihr Menschen, die sagen, dass Core nicht zum Metal gehört? Klassische Frage. Yeah. Ja, also grundsätzlich finde ich es schwierig, Musikstile genau einzugrenzen. Also es gibt immer gewisse Kriterien, an denen man einen Musikstil festmachen kann. Oder jetzt beim Core sagt man, ja, typisches Breakdowns, oder? Aber dann schon wieder, was wir jetzt nicht haben, ist zum Beispiel klarstimmigen Gesang. Und das wäre ja auch typisch für Core-Musik. Also ich denke, es ist wichtig, dass man Musik macht, die einem gefällt und sich nicht von einem Stil eingrenzen lässt. Oder? Ja. Weil das würde uns die ganze Freiheit nehmen, die Musik zu machen, die wir gerne möchten. Und ja. Also wir definieren uns schon als Deathcore, Metalcore, aber also unser Fokus hat immer darauf gelegen, einfach die Musik zu machen, die uns flasht, die uns irgendwie weghaut. Und das beinhaltet halt meistens wirklich Breakdowns, weil das knüppelt einfach am meisten rein in unseren Ohren. Und wir haben einfach wir mögen eigentlich einfach den Kleidungsstil, den wir tragen. Also wir haben uns da nicht bewusst Gedanken gemacht, wir wollen jetzt möglichst core-mäßig daherkommen oder so. Und ich denke, wir sind auch, wenn ihr das neueste Album gehört habt, wir testen diese Grenzen des Cores und Nicht-Cores testen wir auch immer wieder aus. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wir nicht so die typische Core-Band sind, sondern auch immer wieder Elemente einbeziehen, die aus anderen Stilen kommen oder aus dem Melodic Death Metal oder was auch immer. Also wir versuchen da wirklich auch nicht einfach irgendein Klischee zu sein, sondern irgendwo diese Grenzen ein bisschen auszumerzen. Ja. Genau. Und also wenn jetzt auf einem Festival jemand kommen würde, also ein Metal-Festival, und sagen würde, hey, was macht ihr da, ihr habt hier nichts zu suchen, was würdet ihr da sagen? Dann würde ich sagen, mein Beileid, du verpasst die gute Musik. Ja, ich frage mich dann manchmal auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen ein Hype geworden, irgendwie dieses Metalcore-Gehate, weil, also, wenn man Melodic Death Metal mag und Deathcore nicht, dann frage ich mich meistens, also es kann ja nicht sein, dass man das eine einfach mag, weil es keine Breakdowns hat. Also ich finde den Übergang dann doch gar nicht so groß. Ich denke, die Core-Leute provozieren ein bisschen mit ihrem nicht allzu Metal-mäßigen Style, aber ja, wir können da sehr gut darüber hinwegsehen, wenn da Menschen daherkommen, die dann finden, wir sind zu wenig Metal. Und man muss auch sagen, jetzt im Elements of Rock damals 2014 und auch an all diesen Metal-Festivals oder Metal-Konzerten, an denen wir gespielt haben, sind wir eigentlich immer gut weggekommen, würde ich jetzt mal sagen, obwohl wir auch eine große Anzahl von langhaarigen, schwarz gekleideten Leuten in unserem Publikum hatten. Also die sind dann meistens eigentlich ziemlich abgegangen. Also wir haben nicht so schlecht erfahren. Also die Leute scheinen es trotzdem irgendwie zu mögen, obwohl es Breakdowns hat ziemlich oft. Genau. Ja, dann noch zur letzten Frage. Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus? Wir planen eine 4. Scheibe. Also, ja, ist vielleicht noch nicht ganz klar, wie groß dieses Stück werden wird, ob es wieder eine EP oder ein Album gibt. Ja, das schauen wir noch, aber wir arbeiten daran und wie gesagt, die Corona-Krise hat da auch unsere Pläne etwas über den Haufen geworfen. Wir hatten mehr Zeit zum Material produzieren, aber dann also Musikstücke zu kreieren, aber eben dann zum Beispiel die Studiozeit fiel weg, auch einige Dinge, die geplant waren. Ja, eigentlich, wir machen weiter so, wie es uns gefällt und ja, wenn wir
Möglichkeiten für gute Konzerte haben, dann möchten wir die auch wahrnehmen. Genau. Also wir sind eigentlich voll dran im Moment, wöchentlich. Einfach wirklich. Wir wollen ein bisschen, also die Musik ist ein bisschen anders jetzt. Wir wollen ein bisschen so andere Wege, aber das werdet ihr dann hören. Auf jeden Fall sind wir produktiv und hoffen, dass wir nächstes Jahr ein neues Album sicherlich aufnehmen können. Das wäre das Ziel. Ja, und dass wir uns dann bald auflösen können. Das hoffen wir auch. Endlich. Ja, dann an dieser Stelle möchte ich euch einfach nochmals Danke sagen, dass ihr hierher gekommen seid und wünsche euch alles Gute. Danke vielmals. Hoffentlich sehen wir uns dann live und in Farbe nächstes Jahr beim Elements of Rock. Das hoffen wir auch, wir freuen uns. Vielen Dank. Ade zusammen. So, dann sind wir jetzt am Ende der Verlosung angekommen. Die Redaktion ermittelt jetzt gerade die Gewinner. Dankeschön. Also, ich habe jetzt da die 3 Namen der Glücklichen. Das wäre einmal Meli Myself, dann Gnarf 86 und CH Blackbird. Unsere Redaktion wird sich dann gleich mit euch in Verbindung setzen, damit ihr da alles Weitere klären könnt. Vielen Dank. Ist jetzt gut. Im 2009 bin ich zum Elements of Rock gekommen. Seit einigen Jahren schon habe ich damals Metal und eben auch Christian Metal gehört. Die englischen Thrasher Seventh Angel liefen bei mir damals rauf und runter. Auf Umwegen bin ich schließlich im Internet auf das Elements of Rock gestoßen, wo 2009 eben Seventh Angel aufgetreten sind. Klarer Fall, dass ich dort mit meinen Freunden hin musste. Seit 2014 bin ich im OK. Damals war ich noch Diakon in Ausbildung, als mich der Metal-Pfarrer Samuel Hug als seinen Nachfolger für den Festivalpfarrer anfragte. Zu meinen schönen Aufgaben gehört das Organisieren des Tagesprogramms mit den Workshops und Seminaren, die Gottesdienste am Samstag und Sonntagmorgen, die Bands vor ihrem Auftritt spirituell begleiten und das Gebetsteam mit Anliegen von den Bands zurüsten. Meine Musikvorlieben habe ich über die Jahre bewahrt und vertieft und sind vergleichbar mit meinem Kaffee. Keine Milch und kein Zucker. Ansonsten läuft Pantokrator, Death und Judas Priest fix alle paar Wochen bei mir. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und entdecke neuen oder älteren, mir noch unbekannten Metal. Zu meinen Elements of Rock Highlights gehören Horde, Slechtwalk und immer wieder gerne Morgarten und Triowind. Ja, ihr habt gerade Triowind auf der Bühne gesehen. Katja und ich möchten euch jetzt ein bisschen erzählen, was es alles so braucht, bis es soweit ist, bis eine Band auf der Bühne ist. Da kann Diverses passieren vorher. Nicht immer alles ist ganz optimal. Wir haben ein paar Müsterchen für euch, was wir so erlebt haben mit Bands. Es war einmal in den Anfangsjahren vom EOR, da bekam wir mitten in der Nacht irgendwann einen Telefonanruf. Da ist eine Band am Zoll hängen geblieben. Die haben vergessen oder nicht gewusst, dass sie ihr Merch anmelden sollten beim Schweizer Zoll. Und die wurden dann nicht ins Land reingelassen, ohne dass eine Buße bezahlt wird. Natürlich hatten die keine Schweizer Franken dabei. Und wir mussten dann mitten in der Nacht einen Geldbote aufbieten, der an die Grenze gefahren ist, die Buße bezahlt hat, damit die Band einreisen konnte. Ah ja, da fällt mir auch noch eine Geschichte ein von einer Band, die sind mit 2 Autos aus Deutschland in die Schweiz gefahren.
Der erste Wagen war kein Problem, der konnte durchfahren und der zweite Wagen wurde angehalten. Und der erste Wagen hat dann nach der Grenze ein bisschen weiter vorne geparkt und gewartet. Und dann haben die Personen im zweiten Wagen haben da irgendetwas erwähnt, dass im ersten Wagen der Merch drin ist. Und auch dieser war nicht angemeldet. Und als dann der Zöllner Richtung des ersten Wagens gelaufen ist, sind die einfach losgefahren. Ja, es gibt aber auch Bands, die kommen mit dem Flugzeug. Und da war einmal, dass wir eine Band von Amerika gebucht hatten. Und wir haben geschaut mit den Flügen, wie können wir die buchen. Wir haben das so gebucht, um Kosten zu sparen, dass man die nicht unbedingt stornieren kann oder umbuchen kann, weil die Flüge so günstiger sind. Und dann haben wir für eine 4- oder 5-köpfige Band Flüge gebucht für 1500 Franken. Haben wir gemacht, alles tipptopp. Und dann irgendwann haben die gemeldet, unser Bassist, wir haben vergessen 4 Buchstaben vom Familiennamen anzugeben. Da haben wir gedacht, ja super. Wir konnten den Flug dann nicht umbuchen. Wir konnten den Flug dann stornieren gegen eine Gebühr und den Flug neu buchen. Nur das Problem, mittlerweile war der Flug nicht mehr 1500 Franken, sondern 4500 Franken. Das konnten wir natürlich nicht bezahlen. Schlussendlich haben wir einen Flug noch gefunden für 2500 Franken, dass der Bassist trotzdem einreisen konnte. Der musste halt dann alleine fliegen, nicht mit seinen Kumpels, aber immerhin konnte die Band dann kommen. Kannst du dich noch an diese Band erinnern, wo die Sängerin sich beim Hotel ausgeschlossen hat? Ah, stimmt, ja, da war auch mal was, ja. Ja, das war auch so eine lustige Geschichte. Die Sängerin hat den Schlüssel im Zimmer liegen lassen und kam dann nicht mehr rein. Und es war irgendwie mitten in der Nacht, also war an der Rezeption niemand mehr. Wir haben dann eine Matratze organisiert und wollten die ins andere Zimmer stellen. Das Problem war dann, dass die Sängerin sagte, das würde nicht funktionieren, weil sie dann Ärger mit ihrem Mann bekommen würde, wenn sie im gleichen Zimmer schläft wie andere Männer von ihrer Band. Naja, schlussendlich haben dann die Jungs alle in einem Zimmer geschlafen und sie hatte dann eins für sich alleine. Ah ja, und dann war ja nochmals eine Band, wo wir extra ein Keyboard für 2000 Franken mieten mussten. Aber der Keyboarder war vor dem Auftritt so besoffen, dass er gar nicht mehr live spielen konnte und dann alles eigentlich Playback war. Und kurz nach dem Konzert hat sich dann auch noch die Managerin bei uns gemeldet, ob die Band bereits die Gage bekommen hat. Ja, wir fanden das irgendwie nicht so lustig, wenn wir da schon extra Wünsche erfüllen und es dann nicht umgesetzt wird. Es gibt aber auch viele gute Geschichten. Eine kann ich noch kurz erwähnen. Es war auch mal eine Band von Amerika. Da haben sie Familienangehörige mitgenommen. Die haben eine Woche Ferien gemacht in der Schweiz. Und Jahre später habe ich die eine Person, die Bassistin, am Nordicfest getroffen mit einem Engländer. Die hat einen Engländer geheiratet, den sie am Elements of Rock kennengelernt hat. Also EOR ist nicht nur Metal und Musik, ist auch ein bisschen Verkupplungsshow manchmal. Genau. Ja, und jetzt wäre eigentlich der erste Block geplant für Fragen beantworten aus dem Publikum. Vorher hat mir die Regie gesagt, es sind noch keine Fragen eingegangen. Anscheinend ist alles klar, was wir machen und logisch und vertraut ihr uns. Aber wenn jemand Fragen hätte, jetzt wäre eine Gelegenheit. Und wenn keine Fragen kommen, dann überspringen wir und gehen zum nächsten Punkt. Ist das Wetter morgen? Also irgendwo scheint immer die Sonne. He? Jemand fragt, wie das Wetter morgen ist. Also Fragen dürft ihr im Chat stellen. Wird das Line-Up so bleiben? Wir hoffen es. Wir arbeiten daran.
Vielleicht kann Katja etwas mehr dazu sagen. Ja, also bis jetzt sieht es eigentlich sehr danach aus, dass das Line-Up wieder gleich werden wird. Ich habe noch nicht ganz alle Zusagen, aber ich glaube, es sind noch 2, 3 Bands, die ausstehen. Ja. Warum seid ihr immer noch so frisch aus nach der vielen Arbeit? Danke für die Blumen. Wir haben gutes Osterbier, das stärkt uns. Habt ihr noch weitere Fragen? Es wird sonst noch einen zweiten Frageblock geben. Wir sammeln sonst jetzt eure Fragen und beantworten sie dann im nächsten Block. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Video.
Hallo zusammen, ich bin Katja und bin im EOR-OK zuständig für Booking und Bandbetreuung. Wie ich zum EOR gekommen bin, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte damals Freunde, die nichts Härteres als Power Metal gehört hatten, aber ich habe halt gerade meine Liebe zum Death Metal oder vor allem Melodic Death Metal entdeckt und habe mich da einfach nach Gleichgesinnten gesehnt. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und habe so das Nordic Mission Forum gefunden, habe da einige Leute kennengelernt und auch eine Band namens Immortal Souls. 2006 habe ich dann gesehen, dass die in der Schweiz spielen, und zwar auf einem Festival namens Elements of Rock. Leider konnte ich dann an diesem Datum nicht mit dabei sein, aber ich habe dadurch dann auch das Unblack Forum gefunden und ja, natürlich auch da viele tolle Leute kennengelernt. Und 2007 war es dann soweit und das war dann mein erstes Festival. Ich bin da nicht als Zuschauerin hingegangen, sondern habe da bei der Bandbetreuung mitgearbeitet. Ich habe ja da 2009 die Leitung der Bandbetreuung übernommen und als dann 2013 neue Mitglieder fürs OK gesucht wurden, war für mich eigentlich keine Frage, dass ich mich da für das Ressort Booking bewerben würde. Da, ja, durch die Bandbetreuung hatte ich ja eigentlich schon viel Kontakt mit den Bands und es war so eigentlich nur hilfreich, wenn das ein und dieselbe Person macht. Ja, beim Booking kontaktiere ich die Bands und handle Verträge aus für die Festivals. Und bei der Bandbetreuung geht es eigentlich darum, dass die Bands vor Ort betreut werden, dass sie Essen haben, dass sie genau wissen, wann sie auf der Bühne sein müssen für Line-Checks und dass sie wissen, wo sie übernachten. Ja, dass es ihnen eigentlich an nichts fehlt und sie sich fast wie zu Hause fühlen. Ja, zur Musikvorliebe. Ich kann mich eigentlich nicht auf einen Stil festlegen. Ich habe damals mit Hardrock begonnen und ich mag Hardrock nach wie vor. Wie bereits angesprochen, Melodic Death Metal mag ich sehr. Bands wie Dark Tranquillity, Insomnium, Die Bleeding Skies, um ein paar zu nennen. Aber ja, es ist wirklich sehr stimmungsabhängig, was ich höre. In meiner Freizeit spiele ich American Football bei den Winterthur Warriors. Im Winter bin ich eigentlich fast jedes Wochenende an einem Eishockeyspiel anzutreffen. Und natürlich höre ich gerne Musik und bin auch immer mal wieder auf Konzerten anzutreffen. Mein Highlight, das war 2014, Oscord. Es war ja das erste Jahr, wo ich das Booking wirklich ganz alleine gemacht habe. Und es war sehr schwierig, weil wir kurzfristig erfahren haben, dass wir nicht den Stadthofsaal haben können. Und dann war das auch ein bisschen kompliziert mit Oscord. Das war genau auch dieses Jahr, wo die Unruhen in der Ukraine angefangen haben. Und wir wussten wirklich nicht, können sie kommen? Und es war wirklich einfach alles sehr kompliziert. Und ja, als die Band dann auf der Bühne stand, war ich hinter der Bühne und wirklich, ja, habe nur noch geweint. Einfach, ja, weil vor Freude, dass nun wirklich alles gut geklappt hat. Ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Livestream und freue mich, euch nächstes Jahr dann auf dem Elements of Rock wieder live und in Farbe zu sehen. Tschüss! Also to dedicate our next song to people who tried to protest what happened recently in Ukraine in the prayer closet. There were over 100 people, 100 victims that are told
Heavenly Hamilton Faith, and this song is dedicated to them. Jetzt schalten wir in die Werbung. Als erstes bieten wir Ihnen an alte EOR-Shirts. Dieses ist das Cool-Shirt, ohne Jahreszahl, immer zeitlich angepasst. Dann haben wir das EOR-Shirt von 2016. Und noch das EOR Festival Shirt von 2018. All diese T-Shirts können für 5 Franken gekauft werden. Weiter haben wir den EOR Zip Hoodie. Der gibt es nur noch 3 Stücke in der Größe S. Für 50 Franken. Sowie das Bandana, auch limitiert, für 5 Franken. Dann haben wir auch Elements of Rock Feuerzeuge. Ein Feuerzeug gibt es für 2 Franken, 2 Feuerzeuge gibt es für den satten Preis von 3 Franken. Dann haben wir auch das Festival-Shirt 2020. Was? Das hat es ja gar nicht gegeben. Das Shirt gibt es trotzdem mit dem aktuellen Line-Up von 2021 und 2022, hoffentlich. Dieses Shirt gibt es für 25 Franken. Die Größe XL ist leider nicht mehr zu haben. So, und dann haben wir noch eine absolute Neuheit für euch. Und zwar dieses wundervolle Tanktop. Dieses gibt es für 25 Franken. Genau. All diese Sachen könnt ihr bei unser office@elementsofrock.com bestellen. Bei den alten Festival-Shirts muss man sagen, sind nicht mehr ganz alle Größen vorhanden. Ja, ich werde euch dann sagen, ob es diese Nummer noch habt, die ihr wollt oder nicht. Jemand von euch muss dieses tolle Top nicht kaufen, denn wir verlosen jetzt eines. Und zwar könnt ihr nachher im Chat eine Frage beantworten. Der Erste, der diese richtig beantwortet, der oder die ist der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin. Genau. Die Gewinner werden dann im nächsten Live-Blog auch noch live verkündet. Nun zu der Frage. Wichtig ist zu sagen, es gibt 2 Antworten. Das werdet ihr dann in der Frage hören. Und ihr müsst bei der Antwort beide gleichzeitig schreiben. Nun die Frage. Hört gut zu. Welche 2 Bands haben am meisten auf der EOR-Bühne Konzerte gespielt? Also die Worship-Band zählt nicht, sondern von den Abendkonzerten. Viel Spaß beim Raten. Viel Spaß an unseren Models. Werbung Ende. Hallo, wir sind Triovent, eine Synthwave-Band aus Nürnberg.
das war natürlich nur ein Spaß. Das war eine Synth-Version von unserem Black Metal-Song Herztum von unserem neuen Album Über Trümmertälern. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um das fantastische Elements of Rock. Und dazu haben euch jetzt einige Leute von Trio Wind was zu sagen. Der Schlagzeuger Tassilo fängt einfach mal an. Danke, Markus. Es ist ja ein Festival von Fans für Fans. Trotzdem finde ich es wirklich sehr gut organisiert. Wenn man ankommt, bekommt man gleich alles Nötige an Infos und an Utensilien, die man so braucht. Richtig gut, klasse, freue ich mich wieder drauf. Jo, weiter geht's mit Dani. Danke, Tass. Und hallo, liebes Elements of Rock. Ich war ja auch schon 7, 8 Mal auf dem EOR und ich gehe immer wieder gerne hin. Und zwar nicht nur als Fan, sondern auch als Zuschauer, als Gast bin ich immer wieder gern dort. Und es liegt einfach daran, dass man so viele Menschen trifft, so viele gute Gespräche hat, oftmals auch sehr tiefe Gespräche. Und es liegt einfach daran, weil er mehr verbindet als nur die Musik, nur der Metal. Es ist eben auch der Glaube, der da immer mit dabei ist bei dem Festival und das ist ganz großartig. Vielen Dank nochmal auch an das Team vom EOR, die ganze Organisation über die vielen Jahre, dass ihr das so toll macht. Finde ich echt gut und ich freue mich natürlich auf nächstes Jahr. Und jetzt, Tobi, du bist dran. Ja, danke Dani. Ich bin der Tobi, Bassist von Trio Wind. Und für mich war beim EOR halt immer das Besondere, dass man nah an den Leuten war, an den Gästen, draußen im Park chillen und ein Bierchen fischen. Das schöne Wetter genießen vor allem. Das war ja zu der Zeit eigentlich immer schön. Und hoffen wir das Beste. Genießt die Show. Jetzt kommt noch der Part von Markus. Und dann geht's weiter. Bis dann. Tobi und ich will noch ein paar ganz persönliche Worte auch noch an das Elements of Rock richten. Ihr seid der Hammer. Nicht nur die Mitarbeiter und die dieses fantastische Festival stemmen, sondern auch die Fans, die zeigen, dass es wirklich geht, dass man Christsein und Metal-Dasein verbinden kann und dass man, wenn man zusammenkommt, ein ganz, ganz viel verbindet und man deswegen ein umso besseres und cooleres und innigeres Festival hat. Wir haben Spaß auf der Bühne mit euch, wir haben Spaß im Publikum, wir haben Spaß im Park, Spaß in der Mikro. Es ist einfach fantastisch, aber auch Spaß im Gottesdienst. Ich hoffe, dass wir das noch über mehrere Jahrzehnte hin feiern können. Ich wünsche euch viel Spaß noch mit den anderen Bands. Und ganz am Schluss hat der Jeremy noch ein sehr, sehr misslungenes Video für euch. Schaut mal da mal rein. Do you still remember the time of the year that we waited for more eagerly than Christmas Eve? Nearing the holy exit that we hailed with a cheer. Halik, Oswald, we are here when you were greeted by a deep warm voice. Hi, I'm Pastor Bob. What does heavy metal pastor mean? I'm wondering the same thing. I guess it means that I've been with the Christian heavy metal movement since the very beginning. The best place to be was in front of the hall, or to terrorize the nearby Micro Mall. Late at night, we sat together on the stairs of the gym, smoking It's the most brutal Christian metal band you can think of. And the answer was always Horde. Yeah, okay. Wow. Yeah. Okay, yeah. And you're still pretty much there. It's pretty brutal, pretty Well, thank you. on the edge. It's I love it. You know, I love playing extreme music, and it's so close to my heart. And it's just, you know, I think I've just been born into metal. You know, I think you have. I'll die loving metal too. It's just a part of who I am. one big family. We share. Heute war das Lied Der Rhein. Geil. Der fährt nach Norden, jeder Freund, der seit Asenzeiten uns bewahrt, nicht unsere Freiheit zu verlieren, die wir durch ihre Kraft verdienen. Haben sie schon nur verloren, allein der Schlecht und Diktator.
Klischee hat er was gespielt, so das hat er gut nicht. Freiburger. Elements of Rock, mehr als nur Musik. Zeiten ändern sich. Wir sind mehr als nur ein Musikfestival geworden. Habt ihr gewusst, wir haben eine Umfrage durchgeführt und die hat ergeben, dass 50% der Besuchenden wegen der Community kommen und die anderen 50% wegen der Musik. Jemand hat da geschrieben, das Elements of Rock ist für mich wie eine Familie. Und wenn wir ehrlich sind, bei einer Familie kann der Beziehungsstatus auch manchmal sehr kompliziert sein. Ältere und neue Besuchende, klassische und moderne Musikstile im Metal. Die Einheit in der Vielfalt kommt nicht von ungefähr bei uns. Danke an dieser Stelle, dass ihr uns die Treue haltet, Veränderungen mitmacht und das Gute mit uns bewahrt. Gut, das Elements of Rock Festival findet seit Jahren im Stadthofsaal Uster statt. Und im Stadthofsaal Uster gibt es eine Person, die sehr wichtig ist für uns. Das ist sozusagen der Manager vom Stadthofsaal, Uli Wettstein. Wir arbeiten seit Jahren mit ihm super zusammen. Und deshalb haben wir ihm ein paar Fragen geschickt und wollten von ihm wissen, wie er Elements of Rock erlebt, was er da so macht und so weiter. Am besten, ihr schaut euch das Video an. Jawohl. Als ich 12 Jahre alt war, hat mein Vater den Job als Bühnenmeister im Stadthofsaal übernommen. Ich war schon damals ziemlich interessiert an Abläufen, an der Technik und habe ihn oftmals begleitet. 1998 war das, da wurde der Saalbetrieb vom Restaurant getrennt und mein Vater hatte fortan den Job als Betriebsleiter, sprich er musste Veranstaltungen reinholen, er musste organisieren, dass geputzt wird, dass bestuhlt wird, einfach die gesamte Organisation rund um die Veranstaltung. Als ich mit 16 Jahren in die Feuerwehr eingeteilt wurde, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe oftmals Feuerwache bei Kränzli, bei Vereinsveranstaltungen, bei Theatern oder Konzerten gemacht und so auch noch ein wenig Taschengeld dazu verdient. Nach der Sekundarschule habe ich eine handwerkliche Lehre gemacht. Nach dem Abschluss habe ich mich weitergebildet zum Computertechniker. Ich habe mich immer schon etwas für die Technik interessiert und auch gedacht, vielleicht, wenn es mal mit dem Stadthof was wird, kannst du das auch einsetzen dort. Mit der Zeit, mit den verschiedenen Stellen, habe ich noch Buchhaltung gelernt, den ganzen Bürokram, der so anfällt, einfach kontinuierlich etwas auf den Stadthofsaal hingearbeitet. Bei meiner letzten Anstellung bei Canon Schweiz konnte ich vom Marketing her noch Events organisieren, sei es Schulungen, Kundenevents, und das hat mich sehr, sehr fasziniert und ich habe immer gedacht, hey, das kannst du auch brauchen. Als ich meinen Vater mit 70 Jahren pensionieren ließ, habe ich mich logischerweise für die Stelle im Stadthofsaal beworben und habe diese bekommen. Ja, was bin ich hier? Ich bin das Mädchen für alles. Es beginnt bei der Akquisition von neuen Kunden, neuen Veranstaltungen, Besprechungen, Offertwesen, Rechnungswesen, Verträge, Budgetverantwortung habe ich hier. Bin für die interne EDV-Struktur zuständig. Auch die Webseite, welche wir neu erstellt haben, im Team muss betreut werden. Die verschiedenen Vorschaumonitoren, auch Organisation von Aperos, Deko-Empfehlungen für Veranstaltungen. Das fällt alles eigentlich in meinen Bereich. Als Betriebssicherheitsverantwortlicher muss ich natürlich schauen, dass jederzeit alles sicher ist für die Veranstaltung, dass nicht irgendwas runterfällt, die Hygiene stimmt in der Küche, einfach all das
Personal habe ich auch unter mir. Ich muss schauen, dass die eingeteilt werden, dass sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, dass aneinander vorbeigearbeitet werden kann, mit Reinigungen, mit Bestuhlungen, mit Hilfspersonal, mit dem Bühnenmeistereinsatz. Alle diese Aufgaben fallen auch in meinen Bereich. Natürlich unterstützt mich mein Team. Alleine ist das nicht zu schaffen und da bin ich sehr, sehr dankbar. Da kann ich jederzeit auf alle zählen. Der Kontakt zu den verschiedenen Menschen, seien es Veranstalter, Gäste, sonstige Verantwortliche, der gefällt mich besonders. Unerfahrene Hochzeitsgesellschaften, das Kränzli, das Theater, die professionellen Geschichten aus dem In- und Ausland, das ist etwas Wunderschönes für uns. Wir können noch viel lernen. Jedes Mal bei einer Veranstaltung ist wieder etwas anderes. Ebenfalls natürlich die verschiedenen Veranstaltungen, wo wir aktiv mitwirken können, sei es auch bei der Organisation mithelfen, Mithilfe bei den verschiedenen Bewilligungen bis zur Beleuchtung von meinem Bühnenmeister. Schönste ist natürlich immer, wenn die Gäste zufrieden den Saal verlassen und der Veranstalter ebenfalls zufrieden ist, auch wenn er nachher die Rechnung bezahlen muss, ist immer ein gutes Zeichen, wenn die alle mit einem Lächeln gehen. Das bestärkt uns in unserer Arbeit und macht uns glücklich. Eine große Herausforderung ist natürlich die Einhaltung der verschiedenen kantonalen und Bundesverordnungen, sei es von Lärmmessung über Nachtruhe, über alles, was dazugehört. Die kleinste Feier braucht schon Bewilligungen, da helfen wir gerne mit. Zum Teil wird das aber auch selber vom Veranstalter gemacht. Gastropatente müssen besorgt werden. Es raubt einem manchmal schon etwas den Nerv. In Oster habe ich aber sehr gute Kontakte zur Gewerbepolizei. Die unterstützen mich, helfen mir, geben Tipps und so kommen wir eigentlich gut aneinander vorbei und können schöne Veranstaltungen durchführen. Zu Beginn der Corona-Zeit war beinahe 24-Stunden-Betrieb angesagt. Am Morgen kommst du ins Büro, hast Telefone, Verschiebungen, Anfragen, was geht weiter. Am Abend kommst du nach Hause, isst schnell was und dann gehst du hinter den Computer, beantwortest E-Mail-Anfragen, studierst Reglemente, die Covid-Verordnungen mit all den Anhängen. Man versucht, ein Schutzkonzept zu erstellen, das auf den Betrieb zugeschnitten ist. Mit der Zeit hat sich diese Situation etwas beruhigt. Mittlerweile werden nach den verschiedenen Medienkonferenzen vor allem Telefonate geführt, Anfragen gestellt, wie es weitergeht. Jeder könnte das selber lesen, aber die wollen es anscheinend durch das Veranstaltungslokal bestätigt haben. Im Moment gelten ja immer noch die aktuellen Covid-Verordnungen für den Veranstaltungsbetrieb. Das heißt, wir im Kanton Zürich dürfen politische Veranstaltungen, Ratssitzungen, Parlamentssitzungen, Kommissionssitzungen, Fraktionssitzungen, die dürfen alle stattfinden. Nicht sehr interessant, also das Lichtpult wird nicht gebraucht, Mikrofone werden nur in den seltensten Fällen gebraucht, aber ja, gehört mittlerweile zum Alltag. Im Moment würden wir uns freuen, wenn die Lockerungen etwas besser würden, etwas offener würden und die Leute wieder veranstalten könnten, die Gäste wieder die Veranstaltungen besuchen könnten und es langsam aber sicher wieder zur Normalität zurückkehren würde. Das Elements of Rock ist für mich und meine Mitarbeiter jeweils etwas ganz Besonderes im Jahr. Angefangen mit dem Organisationskomitee, die alles perfekt organisieren jedes Mal, brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Über die Gäste, die man mittlerweile vielleicht nicht immer beim Namen, aber sicher vom Sehen her kennt und die einen kennen. Da wird überall gegrüßt, wird überall begrüßt, gesprochen und ja, es ist so eine kleine Familie, die 3 Tage zusammenkommt. Schön ist, dass viele Gäste das EOR schon seit Jahren besuchen, anfangs vielleicht mit den Eltern, jetzt unter Umständen schon mit eigener Familie, mit eigenen Kindern. Oster hat sich gewohnt an den Anblick von den schwarz gekleideten, langhaarigen
Gästen in Ostern, Typen in Ostern, die haben keine Angst mehr vor den Leuten, die gehen auf die Gäste zu, die fragen, die sprechen miteinander, dem sagt man, denke ich, Integration. Passanten bleiben stehen, interessieren sich, es ist ein wunderschöner Anlass, wenn man draußen sieht, dass so friedlich alles abläuft. Da kann man nur hoffen, dass 2022 vom 18. bis 20. März wieder Normalzustände herrschen und Elements of Rock ein 3-tägiger Event durchführen kann mit den Bekannten und auch mit neuen Gesichtern, dass alles wieder so ist wie früher, normal. Früher habe ich Hardrock und Punk gehört, das war in meiner Jugendzeit. Mit der Zeit ist das Repertoire ein bisschen größer geworden, ein bisschen breiter gefächert. Ich höre eigentlich querbeet alles, außer vielleicht Free Jazz oder zu moderne Klassik. Ja, was soll ich sagen? Es ist sehr, sehr abhängig von Stimmungen, wie zum Beispiel Enya mit Only Time nicht mehr von 9/11 wegzudenken ist, habe ich auch so meine Songs oder meine Melodien, die verbinde ich mit Erlebten, sei es auf Reisen, sei es mit den Kindern, mit der ganzen Familie. Und je nach Stimmung wird natürlich diese Musik im Radio gehört oder auf dem iPad oder wo auch immer. Nun, da EOR wieder bevorstehen würde, habe ich mich ertappt. Ich habe in meinem DAB-Radio im Auto habe ich vermehrt rockige Sender eingestellt. Weshalb auch immer, ist wahrscheinlich so das Frühlingserwachen oder das EOR-Erwachen, ich weiß es nicht. Zum Glück habe ich auch in normalen Veranstaltungszeiten genügend Freizeit, welche ich auch beanspruche. Da ich im Stundenlohn angestellt bin, spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt 3, 4, 5, 6, 10 Wochen Ferien mache oder noch länger. Ich bin da relativ frei, wenn die Stellvertretung stimmt, organisiert ist. Wir reisen sehr gerne, weite Länder, aber auch Europa. Mit einem Einfamilienhaus, privat sonst, fallen viele Arbeiten rund ums und im Haus an. Das braucht auch ein wenig Zeit. Was ist noch? Ja, wir gehen sehr gerne essen, trinken und lassen uns verwöhnen. In stressigen Zeiten kommt oft mal vor, dass wir uns 3, 4 Tage Auszeit nehmen, in ein Wellnesshotel fahren, um etwas runterzukommen. Und ja, das macht Spaß. Im Sommer das Normale, etwas baden, Stand-up paddeln, manchmal ein Spaziergang, im Winter Skifahren, Snowboard, Schlitteln, auch mal einen Winterspaziergang oder Schneeschuhlaufen. Eigentlich alles, was so der normale Bünzli-Schweizer auch tut. Auch ich möchte mich beim ganzen Organisationskomitee und den Gästen vom Elements of Rock bedanken. Natürlich auch im Namen meines Teams. Das Elements of Rock ist eine der problemlosesten und bestorganisierten Veranstaltungen im Jahr. Wir vom Stadthofsaal, mein gesamtes Team, schätzt euch sehr und wir freuen uns jeweils im Frühling Freunde im Stadthofsaal zu haben. Ich hoffe für das EOR, dass ihr genügend Geduld aufbringen könnt, dass die personellen und finanziellen Ressourcen nicht aufgebraucht werden und ja, dass wir uns im nächsten Jahr zu einem Live-Event, einem 3-tägigen Festival wiedersehen können. Ich wünsche euch, dem Team und den Zuhörern oder Zusehern beim EOR-Stream alles Gute, viel Erfolg und wie gesagt, 18. bis 20. März 2022 ist bei mir schon dick angestrichen in der Agenda. Danke. Und jetzt müssen wir erstmal hoffen.
Hier mal hinten. Ihr wisst ja, wir sitzen alle in einem Boot. Von uns aus ist eine Galerie. Wir haben vorher vergessen, der Gewinner bekannt zu geben vom T-Shirt-Verlosung. Und zwar ist das Tinu Sch. Herzlichen Dank. Also, ja, wir kennen ihn ja, aber wir sagen jetzt nicht den richtigen Namen. Die Lösung wäre gewesen, Sacrificium und Sledgewalk. Beide haben bereits 5-mal am EOR auf der Konzertbühne gespielt. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke auch
alle, die bei Ascara so gut und so viel geboten haben. Es ist cool, was da für eine Summe zusammengekommen ist. Wir sind sehr dankbar dafür. Ja, da wir gerade im letzten Jahr öfters gefragt wurden, wie es ums EOR steht, wollen wir euch nun kurz einen Einblick geben in unsere finanzielle Lage. Wir wollen aber auch Danke sagen. Wir als Festival sind nicht gewinnorientiert. Das bedeutet, dass wir mit nur so vielen Einnahmen rechnen, wie wir brauchen, um unsere Ausgaben zu decken. Das hat einerseits den Vorteil, dass wir euch im Vergleich der Schweizer Musik- und Festivalszene günstige Preise anbieten können. Jedoch beinhaltet es auch das Risiko, bei einem schlechten Jahr, zum Beispiel bei zu wenig Besucher oder bei unerwarteten zusätzlichen Kosten, dass wir einen Verlust einfahren, den wir dann nicht decken können. In den letzten Jahren vor Corona hatten wir das Glück, dass wir oft abwechslungsweise ein gutes Jahr hatten und dann ein schlechteres Jahr. So konnten wir durch den Überschuss des einen Jahres den Verlust des anderen Jahres decken. Auch konnten wir nun ein kleines Sicherheitspolster ansammeln, das uns in schwierigen Jahren oder in Krisen wie jetzt etwas abfedert. Das letzte Jahr war für uns alle speziell. Für uns als EOR war es auch finanziell herausfordernd. Durch das Entgegenkommen von vielen unseren Dienstleistern, wie zum Beispiel der Stadt Uster, die Unterkunftsbetreiber, Fluggesellschaften, unsere Technikdienstleister, aber auch durch das Entgegenkommen von den Bands und von euch Ticketbesitzern konnten wir die Kosten in Grenzen halten. Diese Restkosten wurden von privaten Spendern und vom Verein Amblek abgedeckt. Vielen Dank euch dafür. Wie groß der gesamte Schaden durch die Pandemie sein wird, das können wir jetzt noch nicht sagen. Das können wir erst evaluieren, wenn das EOR wieder live stattgefunden hat, also hoffentlich nächstes Jahr. Ja, weil es da einfach viele Zusammenhänge noch gibt. Ja, wie bereits angedeutet, kommt ein großer Teil unserer Einnahmen durch die Besucher. Wir wollen nun Danke sagen. Danke an all euch Besucher, die jedes Jahr, wo es euch möglich ist, nach Uster pilgert und uns mit Ticket, Verpflegung und Merchkauf unterstützt. Viele von euch unterstützen uns zusätzlich auch mit kleineren Spenden oder aber auch mit großen Spenden. Danke vielmals für diese zusätzliche Unterstützung. Es bedeutet uns viel zu merken und zu sehen, dass auch euch das EOR so viel bedeutet. Ein weiterer Teil unserer Einnahmen oder was uns auch Kosten senkt, das sind unsere Mitarbeiter, die Stände, Sponsoren und Partner. Zuerst zu den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern. Alle, die bei uns freiwillig vor oder hinter der Kulisse mitarbeiten, diese tun dies unentgeltlich, freiwillig und geben jeweils 100% in ihrem Bereich. Die meisten sind auch schon seit vielen Jahren dabei und ja, wir schätzen das sehr. Und nur dank euch ist es überhaupt möglich, dass wir das EOR so durchführen können. Danke 1000. Dann haben wir auch Sponsoren, die findet ihr auch immer noch auf dem Flyer hinten aufgelistet. Erwähnen möchten wir auch insbesondere der Verein Amblek. Das ist ein sehr wichtiger Partner für uns. Amblek ist der Dachverband der christlichen Schweizer Metal-Szene und Networker innerhalb der gesamten Szene. Wir werden vom Verein seit dessen Gründung, respektive seit der Separierung vom EOR unterstützt, auf verschiedener Weise. Das geht von Tagesprogrammunterstützungen bis hin zum Websupport. Vielen Dank an den Vorstand und an die Vereinsmitglieder für eure treue Unterstützung und euer Vertrauen, das ihr jedes Jahr wieder neu in uns setzt. Amblek hat im hinteren Teil des Stadthofsaals am EOR jeweils einen Info- und Merchstand. Dort ist auch die Metal Church und das Brockenhaus der Schwarzen Braut vertreten und es lohnt sich, dort vorbeizuschauen.
Dann haben wir noch Hauptsponsoren. Das ist zum einen Migros Kulturprozent. Wir finden es cool, dass sie uns seit einigen Jahren unterstützen und es ist eine tolle Zusammenarbeit. Dann die SLD Sicherheits GmbH, diese sorgt mit der Security für die Sicherheit im und um den Stadthofsaal. Und Toon Production, die Firma von Riepi, unserem Technikverantwortlichen, die meisten von euch kennen ihn. Dann die weiteren Sponsoren seht ihr eingeblendet. Die sind ebenfalls langjährige Partner von uns. Eine Anekdote von Usterbräu möchte ich euch erzählen. Das ist unser Sponsor, die Brauerei Uster. Die beliefert uns seit ein paar Jahren mit dem Usterbräu, das ihr da seht. Und im ersten Jahr, als wir das Usterbräu anbieten durften, hat das EOR es geschafft, den gesamten Vorrat des Usterbräu Dunkels leer zu trinken. Nicht nur der, den wir im Stadthofsaal hatten, sondern auch der beim Getränkehändler und der Vorrat bei der Brauerei ebenfalls. Dann seht ihr nun unsere Partner eingeblendet. Unsere Partnerschaften, die gehen von Pressepartnern bis hin zum Tagesprogramm. Genau. Vielen Dank an all diese Sponsoren und Partner für die tolle und langjährige Zusammenarbeit. Wir schätzen das sehr, dass ihr uns so unterstützt. Dank Amblack und Migros Kulturprozent und auch euren Ticket- und sonstigen Spenden, die wir im Voraus, aber auch jetzt während des gesamten Streams erhalten, ist es möglich, diesen Stream hier zu machen. Und wir möchten euch vielmals danken für diese Unterstützung, die wir hier dafür erhalten dürfen. Ja, zum Schluss ist es uns auch noch wichtig zu sagen, all das, was ich jetzt aufgezählt habe an Unterstützungen, die sind für uns nicht nur materiell oder finanziell wichtig. Für uns ist es eine starke Stütze zu merken, dass ihr alle auch mittragt, dass euch das EOR auch wichtig ist, dass ihr euch auch begeistert und eigenes Herzblut habt für das Festival und für die ganze Family. Insbesondere im letzten Jahr war es für uns sehr ermutigend, euren Zuspruch, aber auch euer Mitleiden zu spüren und zu erhalten. Wir vom OK, wir fühlen uns geehrt, dass wir euch, der Szene und Gott dienen dürfen. Insbesondere Lässerer ist unsere größte Unterstützung. Auf Gott dürfen wir uns seit Beginn an verlassen und ja, egal was kommt, es ist bis jetzt fast immer gut herausgekommen. Hallo zusammen, ich bin Felix Boss, vielen wohl auch bekannt als Jägi. Aufgewachsen bin ich im schönen Aargau und seither schon etwas in der Schweiz herumgekommen. Ich habe im Wallis gearbeitet, danach bin ich nach Chur gegangen und habe da an der HTW Chur Tourismus mit dem Major Event Management studiert. Danach hat es mich wieder in den Aargau gezogen und habe da 2 Jahre als Dachdecker gearbeitet. Nächster Halt war im Solothurnischen bei einer Promotion- und Logistikfirma und jetzt wohne ich in Bern und bin in der technischen Planung und Durchführung von Events tätig. Unterdessen bin ich auch schon ein paar Jahre mit dabei beim Elements of Rock Team. Angefangen hatte schon ganz früh, 2004, als damals Aga zu mir kam und erzählt hat, dass er mit ein paar Leuten angefangen hat, ein Festival zu planen. Ich bin dann mit ihm dorthin gegangen und das Ganze drumherum hat mir so gefallen, dass ich gleich mitgeholfen habe. Anfangs nur kleinere Jobs, so Junge für alles und mit den Jahren dann immer mehr. Denke, viele haben mich dann kennengelernt bei den Unterkünften. So, kann ich bitte das Bändeli sehen?
Offiziell habe ich dann 2016 mit dem OK mein erstes EOR angefangen zu planen und wurde dann 2017 auch ins Team gewählt. Jetzt bin ich verantwortlich für die Bar, sprich ich schaue, dass genügend Bier und Chicken Nuggets bestellt sind. Zusätzlich bin ich noch verantwortlich, dass Nordic Mission und First Paradox jedes Jahr wieder zu uns finden. Und falls sonst noch jemand einen Verkaufsstand will, dann schaue ich, dass wir das irgendwie noch hinbekommen. Musikalisch kann ich mich nicht einordnen. Am meisten höre ich natürlich Metal, von Melodic Death über Thrash und Glam. Hauptsache, es hat eine starke Melodie und man schläft dabei nicht ein. Aber je nach Lust und Laune kann man bei mir auch mal etwas Klassik hören und in seltenen Fällen sogar etwas Elektro-Swing. AC/DC ist optimal fürs Motorradfahren, wobei dann Power of Stellar eher etwas fürs Gleitschirmfliegen ist. Mein Highlight am EOR, das seid eigentlich immer ihr, die Besucher. Mit euch plaudern, Bier trinken und Musik hören, denn an der Bar sieht man ja so schlecht auf die Bühne. So, jetzt habt ihr gesehen, wer ich bin. Und jetzt habe ich hier auch schon neue Personen auf der Couch neben mir. Ich glaube, ihr könnt euch gleich mal selbst vorstellen, wer ihr seid. Fangen wir mit dir an, Lady First. Ja, vielen Dank. Ich bin Seraina von Dreams in Fragments. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, wenn schon nicht spielend, dann redend. Hallo zusammen, ich bin der Roger, Schlagzeuger von Dreams in Fragments. Und ist mal was anderes, hier zu quatschen als zu spielen. Ich denke, wir werden das schon meistern. Vielleicht gleich zum Anfang. Wie seid ihr zur Band gekommen? Bist du von Anfang her schon dabei, oder? Wenn man von Dreams in Fragments spricht, dann schon, ja. Ich bin in die Band gekommen, da hatte sie noch einen anderen Namen, noch keine Auftritte, keine Aufnahmen, hatten aber schon eine andere Sängerin, die dann gegangen ist. Und ich bin dann via Inserat zu Dreams in Fragments gestoßen. Und wir haben uns dann zusammen neue Songs entwickelt und geschrieben und dann irgendwann auch den Namen geändert und dann richtig begonnen eigentlich. Und Roger ist noch nicht so lange bei uns. Ich bin der Neuzukömmling so quasi. Ich hatte mal das Vergnügen, als Roadie zu dienen. für die erste Albumtaufe. Und ja, nach ungefähr 2 Wochen danach habe ich Chris so angeschrieben, ja, hast nicht Interesse, neuer Schlagzeug und so, der alte geht raus aus persönlichen Gründen. Ja, habe ich mir mal so überlegt, ist nicht so mein Stil, aber ich dachte, ja. Jetzt aber schon. Ja, hören und spielen ist nicht dasselbe. Also vom Kistenschieber dann hinters Drum. Genau, dürfte ich die Kiste auspacken und spielen. Ah, schön. Wobei Roger schon mit Chris, unserem Gitarrist und Sänger in einer anderen Band bei Proxima Schlagzeug spielt. Also wir wussten auch schon, wie Roger spielt und dass das gut kommt. Das war mein Vorteil. Gut, du hast gesagt, schon beim ersten Album oder nach dem ersten Album bist du hinzugekommen. Wie viele Alben gibt es denn schon von euch? Es gibt eins, das ist im Juni 2019 herausgekommen, Reflections of Nightmare, das war unser Debütalbum. Und das nächste steht in den Startlöchern, das kommt am 30. April heraus. 30. April mit großer Platzentaufe, oder? Das wäre der utopische Plan, ja. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf, wenigstens etwas Kleines machen zu können. Aber wir werden sehen. Momentan weiß man ja gar nichts. Willst du ein bisschen erzählen, von was handelt das Album? Irgendwelche Corona-Texte, oder? Keine Corona-Texte, aber tatsächlich haben wir es Corona eigentlich zu verdanken, dass wir jetzt schon unser zweites Album herausbringen können. Weil Chris, der dann auf Kurzarbeit war, wirklich sehr viel Zeit in seinem Studio hatte und einen Song nach dem anderen komponiert und rausgehauen hat, weil sonst wären wir sicher noch nicht
so weit. Also doch. Da können wir schon fast dankbar sein, das will ich jetzt hier gar nicht so sagen. Ich möchte diese Pandemie auch gerne loswerden, aber immerhin das zweite Album hat es gibt uns doch Positives. Gebracht. Genau. Und Texte nicht Corona, das ist bunt durchmischt. Auch stilistisch ist es ziemlich vielfältig, kann man sagen. Also die Songs definitiv. sind Hat sehr auch unterschiedlich. Neues dabei. Ja, zum Teil mehr Pop, mehr Härteres auch, zum Teil ein bisschen elektronischer. Also da findet man schon diverse Stücke. Okay, wenn es erst das zweite Album ist und ihr noch nicht so lange als Band fungiert, hattet ihr dann schon viele Auftritte jetzt vor dem nicht mehr spielen dürfen, oder? Also wir hatten sogar Glück, dass wir 2020 5 Konzerte spielen konnten. Wir haben 2 Konzerte in Deutschland gespielt im Februar, kurz vor dem Lockdown. Und sind dann im September hatten wir 2 und 1 noch im November. Wir sind hier immer so in die Löcher reingerutscht, wo man spielen durfte. Ansonsten, darum hat Roger auch schon, trotzdem er erst 2020 zu uns gekommen ist, auch schon einige Konzerte mit uns spielen können. Ja, auch schon in den Genuss kommen. Genau. Und vorher, was haben wir, vielleicht 25 bis 30 Konzerte? Ich bin jetzt schlecht im Schätzen, aber doch, ich denke, immerhin. wir konnten doch einiges schon spielen, ja. Da sind wir sehr dankbar dafür auch. Schön. Ja, ich hoffe, es geht so weiter. Schauen wir, genau. wäre schön, ja. Jetzt, wenn ihr schon so viele Konzerte hattet, gibt es da irgendwie so Momente, wo ihr noch dran denkt? Irgendwie so Spezielles? Ja, ich auf jeden Fall. Hast du auch schon von den 5, die du jetzt mit uns... Nein, du hast 3 mit uns gespielt. Was ist dir noch in Erinnerung? Einmal nach einem Konzert war ich draußen, eine rauchen, und da kam so eine, das ist, glaube ich, unser neuer Superfan oder so. Ja, das eine Stück, das wie du gespielt hast, ist der Wahnsinn. Und ich war hin und weg, und ja, das war eine sehr positive, schöne Reaktion. Ich habe vor allem in Erinnerung, wir durften eine kleine Osteuropa-Tour spielen mit Forge zusammen. Und das eine Konzert in Tschechien, das, ich glaube, wenn man die Band fragt nach dem besten Konzerterlebnis, dann antworten alle dasselbe. Das war in einem winzig kleinen Gewölbekeller. Wir haben den fast nicht gefunden. Man hatte kaum Platz. Wir dachten, wie sollen hier überhaupt fünf Leute rein? Es war alles ein bisschen seltsam. Wir hatten keinen Platz, den Tourbus irgendwo hin zu parkieren. Haben uns da dann mal aufgebaut und dachten, ja gut, dann spielen wir da mal. Und das wurde wirklich zum besten Konzert, weil es war ein kleines tschechisches Dorf in der Nähe von Prag. Und da kommen, glaube ich, immer so die Stammgäste, die sind da jedes Wochenende da, egal wer spielt, aber die sind dann so ausgerastet, also die kannten dann nichts, die sind fast auf die Bühne geklettert. Die kamen gar nicht mehr hinterher, uns Bier auf die Bühne zu reichen und sind dann wirklich total, die haben so eine Energie gegeben, das war Wahnsinn, ja, das war schön. Also merkt ihr schon ein bisschen Unterschied von Osteuropa-Konzerte und hier Definitiv. Konzerte, oder? Was auch am Alkoholpegel der Zuschauer liegen könnte. Aber ja, das ist schon noch etwas anderes, ja. Wie sieht es in der Zukunft aus? Habt ihr schon irgendwelche Auftritte? Ist im Moment schwierig. Was wir gerade bestätigt haben, ist am 25. September im Improvisorium in Huttwil. Das ist auch so ein Konzert, das schon im Dezember hätte stattfinden sollen und dann verschoben wurde. Natürlich möchten wir gerne noch irgendwie die Plattentaufe stattfinden lassen. Wir haben noch ein paar Abklärungen, aber im Moment ist so viel unsicher, dass wir hier noch nichts weiter bestätigen können. Der Wunsch ist natürlich so viel wie möglich, so bald wie möglich. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Fragen aus dem Publikum schon aufgetaucht sind. Nicht. Also falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt mal im Chat stellen. Bis dann können wir noch irgendwie etwas weiter plaudern. Gerne. Also, wenn dann noch keine Fragen
aufgetaucht sind. Dann können wir ja Werbung für unser erstes Musikvideo genau, machen. macht Zum ihr Beispiel. Werbung für das Musikvideo. Das ist nämlich am 5. März herausgekommen, die erste Single vom neuen Album, heißt By the Sea Forever. Und wir haben hier ein Crowdfunding dafür gemacht, wo wir mega dankbar sind. Und falls jemand zuschaut, der da mitgemacht hat, nochmal vielen, vielen Dank, weil nur durch das ist das möglich geworden, dass wir wirklich mal ein schönes Musikvideo produzieren konnten. Und wo kann man das anschauen? Auf YouTube zum Beispiel oder auf unserer Website. Genau, Dreams in Fragments, das Lied heißt By the Sea Forever. Und hören kann man es auch auf Spotify oder Apple Music und all die üblichen Bekannten. Mhm. Wollt ihr jetzt habt ihr die Chance, noch vielleicht etwas zum Publikum sagen? Irgendwas zum Abschluss vielleicht? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir hoffen, dass wir auch mal live für euch spielen dürfen, was ja eigentlich geplant gewesen wäre letztes Jahr und dieses Jahr. Und wir hoffen wie alle sehr auf nächstes Jahr und freuen uns sehr darauf. Es wird klappen. Wo ist Jan? Jan sitzt wahrscheinlich zu Hause und schaut sich diesen Stream an. Hallo Jan! Wir dürfen hier nicht mit allzu vielen Leuten verständlicherweise auftauchen, deshalb. Liebe Grüße, Jan. Ja. Grüß, Jan. Gab es sonst noch was? Scheint nicht so. Dann danke ich euch. Konntet ihr noch vorbeikommen? Es war interessant, etwas von euch zu hören. Und für die Einladung. Hoffen wir, dass wir bald die Musik von euch auch hören dürfen, live. Und dann bis auf ein andermal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Danke euch. Vielen Dank. Hey friends, this is Jota from Signal Regis. I'm here to say hi to everyone and also to say that even though we couldn't be together yet, we are pretty excited to play live for you as soon as possible. We all know that this COVID situation sucked, right? But let's just think about good things. And the good thing is that, yes, we will be playing Elements of Rock 2022, and this is great, right? Another good thing is that probably we'll have a new album due there. And one thing I can say for sure is that this is gonna be our heaviest album. And in my opinion, this is going to be our best work. And we just can't wait to present the new stuff to you. So guys, stay tuned. Thank you very much for the support. And please stay safe, all right? See you next year. Bye-bye.
very special day because it's not a joke this time. Our keyboard player, Johnny, Hansi, Janko, he will be 40 this day, so yes, happy birthday to him. So everybody, please. Hansi, on 1, 2, 3, 4. So, happy birthday to Ben! Ja, wir kommen zur zweiten Fragerunde. Es gab da einige lustige Fragen und ganz viele Fragen, die wir auch nicht wissen. Ich kann vielleicht 2, 3 aufgreifen, aber das war es dann nachher. Gibt es weiterhin Konzerte im Stadthofsaal? Wir hoffen es. Wir planen für das nächste Elements of Rock im 2022. Ihr werdet am Schluss dieses Streams das Datum eingeblendet sehen. Wer weiß schon, was in einem Jahr ist. Wir hoffen natürlich, dass wir dann wieder mit euch gemeinsam rocken. Wir werden es sehen. Dann. Wann spielt Wasp? Wasp haben wir tatsächlich auch schon angefragt vor ein paar Jahren. Ist dann mit unserem Budget nicht ganz aufgegangen. Aber wer weiß, wenn genug Spenden reinkommen die nächsten Monate oder Wochen, dann vielleicht ist das möglich. Aber ist vielleicht auch eine Liga zu groß. Dann ist noch eine Frage, gibt es T-Shirts von diesem Stream, oder von diesem Stream Elements of Rock? Das gibt es nicht in dem Sinn. Aber ihr habt das neue Shirt schon gesehen. All die Shirts, die wir bei der Modeschau oder Werbung gesehen habt, die gibt es zu kaufen. Schreibt eine E-Mail an office@elementsofrock.com und gebt eure Wunschgröße an. Dann wird euch geantwortet, ob wir das bieten können oder nicht. Ja, ich glaube, die anderen Fragen muss ich nicht wirklich beantworten. Die wissen wir auch nicht. Dann gehen wir zum nächsten Video. How did the metal scene develop there? Конечно же, со времен Советского Союза все очень сильно изменилось. I also think that the physical product is very important for the survival of the whole scene. Because, ich glaube, dass es ganz wichtig ist für das Überleben von der Szene auch, dass man eben ein physisches Produkt hat. Was ich jetzt euch hier zeige, das ist quasi so wie der heilige Gral für die christlichen Metal-Sammler. I used some time finding it. I got it. You got it. I got it. Yeah, just before Christmas.
Er ist unbestritten einer der Väter des christlichen Metal und christlichen Rocks. Metal-Pastor, Förderer unzähliger Bands und als Podcaster immer noch am Puls der Zeit. Pastor Bob Beeman war und ist für das Elements of Rock eine großartige Gabe. Für alle, die ihn nicht kennen oder immer noch vermissen, hier kommt Pastor Bob Beeman. Hello, EOR family. Man, it's good to be here with you, even though we're not in person. I'm so happy to spend this time with you. This is awesome. And let me just tell you how much I miss you, seeing you in person. And I know you miss each other. And I hope that next time that we have Elements of Rock, we will all be together. And I'm looking forward to being there with you as well. Well, it's been a difficult year, hasn't it? Different kind of a year, the quarantine and everything that's happened, the things that keep us from getting together and keep us from having, well, this festival together in person have been a little frustrating. It's difficult. But I want to encourage you today with just a couple things, and I appreciate the opportunity to speak with you today. And I want to go to the Bible, first of all, and talk about some exciting scriptures that have to do with right now. You ready for this? So John 16:33 says, "In this world you have tribulation and trials and distress and frustration." And you're saying, yeah, I already know that. It has been that kind of year. Tribulation, all these kind of things that keep happening to us, and trials and distress all around us, people's political views, and then the coronavirus, and all these things are happening, and our economy is getting difficult, and frustration. And it says, in this world, you will have these things. Now, this was written 2,000 years ago. You say, well, how did they know? This is kind of typical of life, things around us. And in this world, you will have these four things. But I always love scripture that have but. This is true, but then here's the good part, and the good part's coming up. But be of good cheer. What? When we look at the world around us and we see all these things that are going on, we can't help but be just a little bit discouraged and think, oh man, how will we ever get through this? This isn't fair. This isn't right. I'm tired of all this. I'm discouraged. I'm frustrated. And then the Bible says, but be of good cheer. Be excited. It says, take courage, be confident, be certain, be unafraid. What? Well, you see, they know something that we don't quite get sometimes. And that is that it doesn't matter what's going on in the world, there's something else taking place. Take courage, be confident, be certain, be unafraid. Why? Jesus says, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you, and I've conquered it for you. This is the greatest part, folks. When Jesus died on the cross, he took the sin of the world upon him, and he died with it. And he said, it is finished. What's finished? Well, not his life, but this work that he came to do is finished. And all of a sudden, the Bible says, God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life.
And so those of us who have put our lives, our trust in God, we have a different story. I love this. He says, you can take courage, you can be confident, you can be certain, you can be unafraid because I've overcome the world. I did it on the cross. I've deprived it of its power to harm you, and I've conquered it for you. That's pretty exciting, isn't it? Well, it gets better. I want to go to John 14, and Jesus says, my peace I leave with you. Now, he doesn't just say, I've given you confidence, and I've given you power, and I've given you strength. He says, now I've given you peace. Peace I leave with you. This is what he's saying before he takes off. My perfect peace. What kind? Perfect. My perfect peace I give to you. You have just a little bit of it? No, he says, I'm giving the whole thing to you. My perfect peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled. Don't let your heart be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstance and give you courage and strength for every challenge. Wow. But you see, this is the confidence that we have moving forward. In 2021, we have a lot of things to conquer. We have a lot of obstacles ahead of us. We're not meeting together because there's a lockdown, and so many things are being thrown at us, and sometimes we don't even know what to believe. And in the midst of all this, Jesus says, yeah, but my peace I give to you. My perfect peace. Perfect. Can't get any better. I give to you free. Here it is. It's not the peace that the world gives. It's my peace, he says. So he said, don't let your heart be troubled. When you look ahead and you see all the things that are going on, he says, don't let your heart be troubled. Don't be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstance. Every time something happens and all of a sudden your frustration level and everything rises, he said, when that happens, let my peace calm you in every circumstance and give you courage and give you strength. Did you know that God has given you courage and strength? And when you became a Christian, the Holy Spirit moved in and begins to work from the inside out, and two of his greatest attributes are courage and strength. One more scripture. These are good, aren't they? And they might as well have been written today because they apply so well to our circumstances right now. In 1 Corinthians 16, verses 13 and 14, it says, be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. And do everything with love. There are 5 things here that he wants to leave with us. 5 things that he wants us to know about the times that they were in at that point, and he's getting his group ready. You know, Paul is getting the people ready to stand firm. But in this particular situation, it could be right now, today, it's so similar. And 5 things. He says, first of all, be on guard. Kind of watch around, look around, and look for ways to apply your godly wisdom to the circumstance. Secondly, he says, stand firm in the faith. You know, it's so easy to give up. It's so easy to say, I'm done with this. So easy to say, you know, where is God in all of this? He's right there.
So be on guard, stand firm in the faith. He says, be courageous. It takes courage to do this. You already know that, don't you? Be courageous. And then he says, be strong. What's the difference between being courageous and be strong? Having courage means that I'm willing to go forward, and being strong means I have the ability to do it. Be on God. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. And the fifth one is the most important one. And do everything with love. The word love there is the agape love from the Greek language, and it means unconditional love that comes from God. Do everything with his love through you. Let it flow. So, folks, I'm excited for this year. I'm excited for the things that are coming up. I'm excited to spend time with you next year in person. And you're excited to spend time with each other, I know. But folks, don't be discouraged. There are good times ahead. There are good times right now. Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Do everything with love. Well, speaking of love, I love you all very much. And I miss you a lot. And I can't wait to be with you again. So, enjoy Elements of Rock. Enjoy the music. Enjoy the message. Enjoy the Lord. God bless you. Hey, Manu, es ist noch nicht ganz so weit. Oh. Kommt noch ein kleiner Schluss. Sorry. Ei. Also, so wie ihr es gesehen habt, bald ist es leider schon wieder so weit. Bald geht es wieder, wie jedes Jahr, zum Aufräumen. Aber bevor es dann soweit ist, möchte ich noch gerne mal Danke sagen. Danke fürs Zuschauen, aber auch Dankeschön an die Technik, die da uns fleißig unterstützt haben. Flo, Dennis und Mattu. Riepi, wie jedes Jahr hat er uns jetzt bei diesem Stream im Vorfeld unterstützt, bei der Planung. Aber auch Dankeschön an Daniela, die unermüdlich die englischen Videos möglichst deutsch untertitelt hat. Hoffentlich, oder was ich gesehen habe, sehr gut. Dankeschön. Aber auch Dankeschön an die Sponsoren, Migros Kulturprozent und Andlec. Ohne die hätte wahrscheinlich dieser Stream nicht ganz so ausgesehen wie jetzt. Aber auch danke an euch. Durch die Ticketspenden, die ihr getätigt habt, mit den Spenden, die jetzt während dem Stream reingekommen sind. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, doch trotz, sagen wir mal, ohne Live-Musik, aber mit alten Einschnitten. Ihr habt jetzt heute gehört, wie ist das Elements of Rock entstanden? Wer sind wir im Team? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr, 18. bis 20. März 2022. Schnell notieren, wichtiges Datum. Und wenn ihr Lust habt, dieser Stream von heute ist ab morgen im Laufe vom Tag, kann man den auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal anschauen und alles noch einmal genießen. Mike. Und nochmal Dankeschön und bis bald wieder. Tschüss. Ciao. Danke.
Ja. Cheers. Cheers. Bye. Ciao.